Hey Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Letzten Mittwoch hatten wir die Vacheron Constantin Overseas im Review und heute gibt es ein kurzes Special, nämlich ich möchte euch, ich glaube, fast eine meiner Lieblings-Rolexe of all time vorstellen und ihr wisst, dass ich diese Uhr schon lange ziemlich geil finde. Ich möchte nämlich mit euch über die sagenumwobene Rolex Skydweller sprechen, in Stahl nämlich. Leider ein kleiner Disclaimer, die Uhr ist nicht meine und diese Uhr hat leider das schwarze Blatt und nicht das blaue Blatt, aber gut, man nimmt halt, was man so bekommt. Rolex, ich muss glaube ich nicht so viel über die Marke an sich sagen. Ich meine, wer Rolex nicht kennt, der schaut wahrscheinlich nicht diesen Kanal, um ehrlich zu sein. Ich vergleiche Rolex immer ganz gern mit Apple. Ja, der Hersteller, der Probleme so gelöst hat, dass sich andere Hersteller danach gedacht haben, hey, wieso sind wir da eigentlich nicht früher drauf gekommen? Das haben sie bewiesen bei der Datejust. Ich meine, ewiger Kalender gab es vorher schon, aber niemand ist auf die Idee gekommen, einfach nur das Datum hinzumachen und dann auch noch auf 3 Uhr, sodass ihr das einfach schnell so ablesen könnt. Das haben die auch bei der GMT Master so gemacht. Niemand ist vorher auf die Idee gekommen, 24-Stunden-Zeiger mit der Lünette korrespondieren zu lassen. Niemand ist vorher auf die Idee gekommen, eine verschraubte Krone so zu verwenden und allgemein mit verschiedenen Gewindearten eine Uhr wasserdicht zu kriegen. Rolex ist einfach die Marke, die es geschafft hat, Probleme auf eine sehr elegante und effiziente Art und Weise zu lösen. Und das ist wieder ein Paradebeispiel an Rolex-Innovation, wo dann die ganzen Hater sagen, hey, Rolex innoviert nicht mehr, seht euch mal diese Uhr an, Leute, und sagt danach, dass Rolex nicht mehr innoviert. Aber ich werde ein bisschen zu schnell hier. Die Skydweller wurde eingeführt 2012. Es ist eine sehr, sehr moderne Uhr und Rolex hat da einige Patente in diesem neuen Manufakturwerk drinnen. Wieso? Weil ihr wisst, das ist die komplizierteste Rolex, die existiert und die komplizierteste Uhr, die Rolex verbaut. Ja, die ist auch komplizierter als die Yachtmaster 2 mit dem Regatta Chrono. Und ich finde, diese Uhr ist einfach wunderschön umgesetzt. Zuerst war die nur erhältlich in Edelmetall. Roségold, Weißgold, Gelbgold. Und ich fand das eigentlich auch ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Die meisten Leute fanden es nicht so geil. Ich fand es cool, weil das hat die Skydweller als das Flaggschiff-Modell so ein bisschen etabliert. 2017 war das, da kamen die dann in Stahl raus und eben auch in Bicolor. Und ja, am Anfang fand ich es nicht so cool, um ehrlich zu sein, aber jetzt verstehe ich, wieso sie das gemacht haben. Natürlich, diese Uhr war vorher nicht gehypt, jetzt ist die gehypt ohne Ende. Und wenn man ganz genau ist das nicht nur ein Stahlmodell, es ist ein Rolex-Modell, so nennt Rolex die Bicolor-Modelle. Und ja, das Ding ist Bicolor in dem Sinne, dass es Stahl und Weißgold vereint. Die Lünette ist nämlich aus Weißgold, aber zur Lünette komme ich gleich. Das Gehäuse ist hier 42 mm im Durchmesser, also es ist eine der größeren Rolex-Uhren. Trägt sich auch so, um ehrlich zu sein, aber Rolex hat es geschafft, die relativ tragbar zu machen. Also ich bin eigentlich nicht der Typ, der 42 mm gerne trägt, aber bei der Skydweller ist das prinzipiell kein Problem. Wir haben ein relativ dickes Gehäuse mit knapp über 14 mm, aber okay, wenn man bedenkt, was da an Komplikationen drinnen ist, ist das irgendwie wieder gerechtfertigt. Das Gehäuse ist das typische Oyster-Gehäuse, also es ist nicht dieses Sport-Maxi-Gehäuse, sondern es ist eigentlich eher ein Datejust-Gehäuse, nur ein bisschen, ja, im Fitness ein bisschen aufgepumpt, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach alles so ein bisschen oversized, aber ich finde, die Proportionen haben sie immer noch sehr, sehr schön hinbekommen. Die Hörner und die Seiten sind komplett poliert, das ganze Gehäuse ist poliert, nur diese Bandanstöße hier sind halt satiniert an den Seiten. Dadurch ist die Uhr halt extrem blingy kombiniert mit der Lünette. Das Band ist hier das klassische Oysterband von Rolex, auch ein bisschen breiter gemacht, damit das halt mit den Proportionen passt. Ich finde, das ist fast ein Ticken breit, wenn du nur das Band betrachtest und die Schließe ist ein bisschen breit, aber okay, die Proportionen müssen halt einfach passen. Aber ihr wisst ja alle, das Oysterband ist eines der bequemsten Bänder, die es gibt. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Uhrenarmband getragen, was sich so gut und so bequem angefühlt hat wie ein Oysterband. Da kommt keine AP hin, da kommt keine Nautilus hin, keine Breitling, keine Omega. Das ist einfach Oysterband. Ich weiß nicht, wie es Rolex macht, aber das Oysterband ist einfach so bequem. Die Schließe ist hier diese klassische Oyster Clasp Schließe. Es ist nicht die Professional Schließe, sondern ihr habt hier keinen Sicherheitsbügel. Das Ding geht einfach so direkt auf. Das hat den Grund, dass das ja eigentlich kein Stahl-Sportmodell ist. Das ist eigentlich eher ein elegantes Modell. Es gehört eher zur Datejust und zur Day-Date, als es zur Submariner oder zur Daytona gehört. Und da finde ich es eben so beeindruckend, weil normalerweise ist Day-Date und Datejust nicht unbedingt so gehypt. Aber irgendwie hat es die Skydweller geschafft. Dabei habt ihr eben auch diese Easy-Link-Einstellmöglichkeit im Sommer. Das heißt, ihr könnt hier einfach so dran ziehen, klick, und dann wird es einfach hier so ein halbes Glied verlängert. Das heißt, für den Sommer ist das eigentlich relativ praktisch. Die Lünette ist eine geriffelte Lünette. Das ist einfach so ein Rolex-Trademark mittlerweile. Das haben alle diese eleganten Uhren von Rolex. Und diese Lünette hat eben noch ein kleines Geheimnis, aber das wisst ihr eh schon alle, aber dazu kommen wir dann gleich. Diese Uhr wirkt sehr, sehr shiny, sehr, sehr blingy und sehr, sehr geschäftsmanny und businesslike. Aber das Ziffernblatt ist einfach das, was, finde ich, diese Uhr so schön macht, weil die ersten Modelle hatten noch eine Kontrastfarbe
Farbe bei der zweiten Zeitzone, die jetzt nicht mehr. Das macht das Blatt einfach so ein bisschen sportlicher, reduziert das ein bisschen. Wir haben hier Indizes, keine arabischen oder römischen Ziffern mehr, wie es halt früher der Fall war. Wir haben hier einfach ganz normale Stabindizes, die leuchten natürlich. Und der Stunden- und der Minutenzeiger sind skelettiert, teilskelettiert, damit ihr die zweite Zeitzone lesen könnt. Und die zweite Zeitzone ist nicht mittels einem Zeiger dargestellt, sondern mittels einem Ring hier im Ziffernblatt drinnen. Hier zeigt es zum Beispiel 10 nach 11 an in der zweiten Zeitzone. Wir haben oben Rolex stehen und dann eben dieser rote Pfeil, der so einen leichten Kontrast zu dem Ganzen bietet. Unten steht eben Sky Dweller, Oyster Perpetual, Superlative Chronometer, Officially Certified. Puh. Und bei 3 Uhr haben wir noch das Datum. So, was macht jetzt die Uhr so besonders? Was ist so dieses Ding an dieser Sky Dweller, was die Leute so geil finden und so lieben? Ja, es ist das Werk, wie wir alle wissen. Rolex verbaut hier das 9001 Werk. Das ist ein komplett neu entwickeltes Werk, direkt von Rolex, nur für diese Uhr entwickelt, und dieses Werk hat echt ein paar geile Sachen. Also erstens, es hat, glaube ich, 1 Milliarde Patente da drinnen. Wir haben ca. 72 Stunden Gangreserve, wir haben eine zweite Zeitzone und wir haben einen Jahreskalender. Das ist die einzige Rolex mit einem Jahreskalender, und das ist eben das, was ich meinte, dass Rolex das schafft, so geil zu implementieren, weil wo andere Hersteller einfach einen Zeiger und einen Subdial nehmen, also einen kleinen Hilfsziffernblatt, sagt Rolex, nö, wie können wir das besser lösen? Ganz einfach, das Jahr hat 12 Monate, ein Ziffernblatt hat 12 Indizes, wir machen einfach bei jedem Indiz ein kleines Fenster, um euch anzuzeigen, welcher Monat gerade ist. Und das ist, ich verstehe nicht, wie man nicht vorher und früher auf das Ganze draufkommen konnte. So sieht das Ganze aus. Aktuell zeigt die Uhr den 11. Monat an, hier oben. Seht ihr das? Jedes Fenster ist weiß, nur die 11 ist rot, das heißt, es ist November. Ich meine, wie genial und wie simpel und unkompliziert kann man eigentlich etwas lösen? Ich finde das so krass. Und diese Uhr könnt ihr praktisch nicht kaputt machen. Also das Datum lässt sich in beide Richtungen verstellen. Ohne Mühe, ohne gar nichts, und dadurch verstellt ihr dann auch gleich den Monat. Schaut euch mal an das Fenster, wie es sich bewegt. Seht ihr, jetzt ist auf einmal der 10., 11. Und jetzt geht es weiter und gleich sind wir hier im Dezember. Das ist so krass einfach, und ihr könnt damit das Werk nicht beschädigen. Das ist halt nochmal so ein ganz anderes Level von Geschwindigkeit verglichen mit der Royal Oak Jumbo zum Beispiel. Und das, was eben auch so besonders ist, normalerweise habt ihr eine Uhr, die kompliziert ist, hat auch eine komplizierte Bedienung. Ihr habt Drücke an den Seiten, ihr habt mehrere Kronenpositionen und so weiter. Bei der Uhr habt ihr nur eine Kronenposition. Und was diese Position macht, entscheidet ihr mit der Lünette. Diese Uhr hat eine drehbare Ring-Command-Lünette, nennt sich das, oder nennt Rolex das. Das heißt, die Lünette könnt ihr einfach drehen und habt dann verschiedene Funktionen. Und das ist einfach grenzgenial. Und überlegt euch mal, wie schwer das ist umzusetzen, dass diese Uhr nach wie vor 100 Meter wasserdicht ist, obwohl ein Teil des Werkes auf der Außenseite liegt. Macht das Ding trotzdem mal 100 Meter wasserdicht. Ich finde das sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und diese Ring-Command-Lünette funktioniert folgendermaßen. Ich gehe jetzt einfach im Uhrzeigersinn, also die am uhrzeigersinnendsten Richtung, also wenn ihr ganz weit nach rechts außen dreht, habt ihr eine Leerposition. Das ist sozusagen die leerstehende Nichtsposition, da passiert gar nichts. Selbst wenn die Krone rausgezogen ist, da passiert nichts. Und ihr dreht jetzt einmal um, dann kommt ihr in die Datumschnellverstellung. Da könnt ihr jetzt so viel ihr wollt nach vorn, nach hinten verstellen. Wenn ihr dann einmal wieder gegen den Uhrzeigersinn dreht, kommt ihr in die Stundenschnellverstellung. Hier könnt ihr jetzt eigentlich die lokale Zeit verstellen. Und dann in der letzten Position, in der die am gegen den Uhrzeigersinnendsten Richtung ist, verstellt ihr dann alles. Das ist so genial gelöst von Rolex, und das beeindruckt mich wirklich extrem, extrem, was Rolex auf die Beine stellt. Ein Negativpunkt wäre eventuell, dass die Uhr halt extrem gehypt ist und extrem gefragt ist. Das ist halt einfach so ein Thema. Ich mag es nicht, aber ganz ehrlich, was will man halt dagegen tun? Keine Ahnung. Kann man eigentlich nichts dagegen tun. Und sonst, die Uhr ist ein bisschen dick, aber okay, da weiß man auch, auf was man sich einlässt bei so einer Komplikation. Wenn ihr eine dünne Uhr haben wollt, dann holt ihr euch einfach eine Datejust oder eine Submariner oder irgendwie sowas. Alles in allem ist das eine meiner liebsten Rolexe, weil sie nämlich auch nicht so oft hergestellt wird. Sie wird auch nicht so arg oft gekauft, weil sie selten ist. Also diese Uhr ist zum Beispiel seltener, hat mir mein Konzessionär gesagt, als eine Keramik-Daytona. Seltener als eine Hulk, seltener als eine Kermit, weil sie einfach so wenig von der ausgeliefert bekommen. Listenpreis hat die Uhr 14.000 €. Und bei Chronex, das ist der offizielle Sponsor dieses Videos, bekommt ihr diese Uhr mit dem schwarzen Blatt für 19.400 €. Das ist hier ein bisschen herabgesetzt, aber ganz klar immer noch über Liste. Aber ich möchte mich hier auch bei Chronex bedanken, dass sie mir diese Uhr zur Verfügung gestellt haben.
Chronex kennt ihr wahrscheinlich, ist der größte Uhren-Online-Händler, den es eigentlich gibt. Und der Grund, wieso ich dieses Video heute, dem 22. veröffentliche, hat den Grund, dass Chronex ab dem 23. eine Woche lang die Black Friday Sale Woche startet. Das ist der größte Sale des Jahres bei Chronex. Da sind die Uhren teilweise bis zu 60% herabgesetzt. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Mit dem Code TheWristGuy bekommt ihr übrigens auch noch Rabatt auf eure Bestellung. Das gilt dann ab 5.000 € Warenwert. Und ich bekomme auch noch einen kleinen Kickback. Damit unterstützt ihr direkt den Kanal. Würde mich mega freuen, wenn ihr einfach mal bei Chronex vorbeischaut. Ich finde es wirklich sehr, sehr freundlich und extrem großzügig, dass sie mir eine Uhr wie diese einfach zum Review zuschicken. Das ist echt ein Vertrauensbeweis und zeugt auch, finde ich, davon, dass sie diese Uhren raus zu euch bekommen wollen. Chronex will, dass ihr diese Uhren seht und mitbekommt, was das genau ist und wie das Ganze funktioniert. Vielen Dank hierbei. Bitte lasst mich auch wissen, wie ihr dieses Video fandet. Bitte lasst mich auch wissen, wie ihr die Rolex Skydueller findet. Findet ihr die Uhr zu Recht gehypt oder nicht? Lasst mich einfach mal wissen und wir sehen uns dann am Mittwoch beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.